Schwäbische Laugenwecker. Hallo, da sind wir wieder. Ich lade euch heute ein, wir machen Laugenweckler. Kommt mit, meine Zutaten sind auch schon hergerichtet. Laugenwecker, schwäbische Laugenwecker. Das Laugengebäck ist bei den Schwaben sehr bekannt und sehr beliebt. Apropos Schwäbisch, was hast du denn heute für einen schwäbischen Begriff? Heute nehmen wir Triele. So, also. Am Ende löse ich euch auf und jetzt machen wir unseren Teig. Meine Maschine funktioniert ja andersrum. Das heißt, ich muss zuerst die flüssige Zutaten rein tun. Also, da muss Wasser rein. Zerbröckelt unser Hefe und gebet der Hefe einen Löffel Honig. Die filtern wir jetzt. Lassen wir das schön vermischen. Ein Teil Mehl dazu mal. Und ein Backmalz, dass sie schön fluffig wird. Und ein Butter oder Margarine, eine weiche. Und im Ganzen brauchen wir aber auch noch ein Salz. Wie ihr wisst, die Zutaten, die Menge, die schreibe ich in die Beschreibung unten rein. Der Rest Mehl und jetzt lassen wir das schön 10 bis 15 Minuten kneten, dass man einen schönen, geschmeidigen Teig kriegt. Kommt aber langsam, oder? Ja. Ah, guck, jetzt ist er schön fertig. Sieht gut aus, ja? Ja. Machen wir aus. Das waren jetzt 15 Minuten Knetzeit. Unsere Walze ist ganz sauber. Und jetzt lassen wir ihn so 10 Minuten einfach entspannen. Können wir ihn abdecken. Mal reingucken. Ja. Richtig schön ist er. Und dann können wir unsere Wecker formen. Unser Teig hat jetzt eine Viertelstunde entspannen dürfen. Jetzt bearbeiten wir ihn weiter. Zuerst mit Mehl meine Fläche, dass er nicht nachbebt. So viel Mehl brauchen wir nicht. Aus dem Bollerteig machen wir zu ca. 80 Gramm starke Stücke. Zuerst wir es abwiegen. Ah, schon gar nicht schlecht. Ja, also. Gell? Das ist schon langsam Gefühlssache. Wir haben es portioniert. Jetzt tun wir es dehnen. Und dann wird sie zu Wecker geschliffen. Rundherum die Ecke einschlagen. So. Machst du wie gelangt, hä? Genau. Und ich mache es ja in der Hand, das ist mir immer lieber. Rundschleifen. Mal sehen. Schöne glatte Oberfläche. Wenn es nicht mehr geht, ein bisschen Mehl in die Hand nehmen und weiter schleifen. So. Die Wege setzt ihr mit Abstand auf euer Blech oder wo ihr es jetzt gerade zwischen deponieren wollt. Die gehen jetzt nach einer Stunde richtig schön auf. Also, gebt nicht Platz. Jetzt sind wir am letzten. Schön wieder die Ecke einschlagen. So lange, bis es nicht mehr geht. Der wird ganz schön malträtiert, gell? Immer schneller bei dir. Mehlige Hände machen ein bisschen und schön glatt schleifen. Guck. Oh, cool. Gell? Ja. Jetzt gucken wir mal, da sind unsere Wecker jetzt fertig.
Und jetzt, da muss es zudecken. Entweder mit einem ganz normalen Geschirrtuch oder ich hau so ein Backtuch und decke es zu und lasse es eine Stunde gehen. Unsere Laugenwecker haben eine Stunde gegangen dürfen. Guckt mal. Oh, die sind Schön aufgegangen. aufgegangen, ja. Und jetzt, da muss sie noch für eine halbe Stunde in Gefrieren rein, dass sie ein bisschen fester werden und auch besser zum Handhaben sind, wenn man sie nachher in der Lauge wenden. Also, eine halbe Stunde sehen wir uns wieder. Da kommen sie aus der Gefriere. So, wir decken jetzt alles ab, oder ich decke immer alles ab wegen der Lauge. Und falls sie umeinander drehen, ziehe Handschuhe an. Das richten wir gleich. Ja, das machen wir nachher. Das Gefrieren ist, damit sie einfach auch jetzt beim Baden in der Lauge ihre Form behaltet. Also sonst werden sie jetzt nicht laufen, oder? Ja, die sind noch so, der Teig ist so weich und auch wird es ja sowieso jetzt flutschig. Ich habe eine Brezelauge, eine fertige Brezelauge, die gibt es bei uns in der Mühle. Aber wir können es genauso mit dem Natron auflösen und dort drin baden. Bloß da habe ich keine Erfahrungswerte. Mir ist die fertige Lauge einfach lieber. Ich gebe jetzt mal einen Teil rein. Das müsste normal reichen, dass die Lauge, weil ja da jetzt dann auch Mehl dabei ist, nicht mehr zurück in die, wo man noch nicht gebraucht. Weil die kann mit der Zeit dann sauer werden. Die fülle ich einfach, die lasse ich abfiltern und tue sie in ein Gläschen rein und hebe sie separat auf. Dann passiert nichts. Wir baden unsere Lauge weg. Von oben, von unten, einfach ein bisschen da drin. Und das ist alles. Das ist alles. Und setze sie aufs Backblech. Siehst du, wie rutschig das ist? Oh ja. So darf jetzt einer und der andere in der Lauge den baden. Solange ihr jetzt das in der Lauge badet und ihr voll fertig macht, dann ihr jetzt euren Backofen auf 240 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Unser letzter. Dann wir gleich unsere Lauge dann weg, dass da nichts passiert. Zieht unbedingt Handschuhe an. Wenn ihr da irgendwie die Hände offen habt, dann könnt ihr die Hu schreien. So. Lauge weg, Handschuhe aus. Komme ich daher wieder. Seht das besser? Schüssel nachkriegt. Es gibt auch fertiges Brezelsalz zum Kaufen. Oder wer kein Salz nicht mag, ich mache immer halbe. Ich mache auch einen Sesam drauf. Unsere Wege sind nicht ganz fertig. Die hat jetzt mal eingeschnitten waren. In einem Chair. Könnt aber auch gern mit einem Messer schneiden. Ich schneide euch 4-mal schneide ich immer ein pro Wege. Halt! Mit lauter Schwätze. Zuerst hat einmal Salz drauf da. Oder der Sesam. Und die muss jetzt dann noch einschneiden. Jetzt schneiden wir es ein. Wir haben es viel geschwätzt. Ja. Pro Wege. 4-mal einschneiden. Ich finde es recht interessant mit der Schere.
Und man sieht schon, dass er ein bisschen gefroren ist, gell? Ja. Jetzt sind sie soweit. Und jetzt waren sie backen. Unser Backofen ist auch gerade fertig. Für 13 bis 15 Minuten. Müsst ihr gucken, machen sie zu dunkel. Je nachdem, wie euer Backofen backt. Und wir gucken zu, was die schwäbische Laugenwecker machen. Fertig sind sie. Schön. Die waren jetzt 14 Minuten drin. Und jetzt machen wir natürlich unsere Probe. Zur Lauge sage ich euch vorher noch, die ist jetzt abgefiltert. Wie ihr seht, sie ist trüb, natürlich vom Mehl, wo da noch an der Wege war. Bevor ihr die das nächste Mal verwendet, riecht dran, ob sie sauer riecht. Das riecht ihr, wenn sie nichts mehr ist. So, jetzt machen wir aber unseren Wecker. Schneiden wir auf, dass ihr seht, Wie er aussieht. ja, wie fluffig er ist. Jetzt. Wow. Wunderbar. Super. Ja. Unsere Wecker lassen wir jetzt schön auf dem Gitter auskühlen. Oder wer will, der kann es auch warm essen. Und das mit Butter. Herrlich. Wir sind am Ende. Jetzt lösen wir noch unseren Begriff auf. Was hast du denn rausgesucht heute? Heute haben wir gehört Trieler. Trieler. Haben das gemacht? Die haben auch einmal gesagt, ich habe trielt. Der Schwab sagt Trieler, Triele für mehrere Begriffe. Einmal sagt er zum Trieler bei den Kindern der Latz, der Babylatz. Dann sagt er, wenn man trielt, wenn es Rad trielt oder etwas nah tropft. Oder es gilt auch so Trieler, so Langweiler, wo dahinter 3 trielt, heisst das, wo ich in die Pötte kommt. Also, jetzt könnt ihr euch raussuchen, für was ihr den Begriff nehmt. Wir sind am Ende. Mich freut's, dass ich euch meine Laugenwecker zeigen kann. Und mich freut's, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Und ich glaube, ihr werdet hundertprozentig neu. Ich glaub's nicht, ich weiß es, ihr werdet es probieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.